Mahlzeit, herzlich willkommen beim Radio Video Magazin und einem neuen Video meinerseits und Hollywood Christmas. Wir sind im Moviepark Germany bei der Winteröffnung, das dritte Mal Hollywood Christmas, Weihnachten im Moviepark Germany und das richtig original amerikanisch. Wie gut das ist, gucken wir uns heute an. Wir sind heute hier, morgen geht's los. Wenn ihr das Video seht, geht's heute los. Termine findet ihr natürlich wann, wie und wo beim Moviepark auf der Homepage und wir sind bei so einem kleinen Preview heute. Und wie überzeugend das ist, können wir, glaube ich, sehr gut bewerten, denn wir sind vor 4 Tagen aus den USA zurückgekommen und da ist auch schon alles weihnachtlich und wir waren da in den Freizeitparks und jetzt vergleichen wir das Ganze hier mal. Jo, wir starten jetzt hier im Van Helsings Club. Kleine Präsentation und ihr werdet kurz abgeholt, was alles an Hollywood Christmas oder bei Hollywood Christmas hier im Moviepark Germany auf euch zukommt. Und im Anschluss seht ihr ein paar Zusammenschnitte einer der neuen Shows, über die ihr gleich das erste Mal überhaupt erfahrt. Aber das jetzt auf jeden Fall hier im Anschluss. Vorweg, ich kriege gleich einen auf den Deckel, aber ich möchte mich von Herzen bedanken bei euch. Ihr seid ganz fantastische Menschen. Danke, dass ihr mit uns zusammenarbeitet und unser Christmas noch schöner und noch funkelnder macht. Danke. Let's be Harmonies. Ja, wir müssen jetzt erstmal schauen, wie wir diese Präsentation hinbekommen, weil irgendwie war es jetzt doch recht emotional, muss ich sagen. Also wirklich herzlichen Dank für den tollen Auftritt. Dankeschön. Und hiermit dann auch herzlich willkommen zu unserer Presse-Preview und damit auch zu den finalen Generalproben von Movieparks Hollywood Christmas. Morgen geht's los. Wir starten in unser drittes Eventjahr mittlerweile und wir werden dann ab 14 Uhr die Studiotore auch wieder für unsere Gäste öffnen. Doch bevor wir das machen, freuen wir uns auf jeden Fall, dass Sie heute Abend schon einmal hier sind. Wir möchten Ihnen heute schon einmal eine Auswahl unserer diesjährigen Neuigkeiten präsentieren. Insgesamt heute 4 Stück. Und wir schauen uns dann hier direkt im Van Helsings Club unsere neue Show an, Christmas Sparkle, A Light for Everyone, mit Live-Gesang, Tanz, Akrobatikelementen, da freuen wir uns auch sehr drauf. Und danach geht es weiter, wir werden dann einmal zu unserem Time Riders Gebäude weitergehen. Dort gibt es dann unsere neue Movieparks Santa Experience zu sehen. Und an dieser Stelle würde ich dann tatsächlich auch einmal unseren Hollywood Christmas Projektleiter Manuel Prosotowitz herbeibitten. Wir haben uns überlegt, dass wir Ihnen mal einen kurzen Einblick geben. Wir sind ja mittlerweile in der 3. Saison und haben das Projekt jetzt deutlich weiterentwickelt und haben jetzt natürlich auch die Möglichkeit gehabt, in den ersten 1-2 Jahren einige Learnings mitzunehmen, Verbesserungen einzubauen und das Produkt wirklich deutlich weiter auszubauen. Und ich denke, das wird man auf jeden Fall auch nachher sehen. Aber damit Sie schon mal einen wirklich kleinen Überblick über die ganzen Neuheiten haben, über die ganzen Upgrades und Ergänzungen gehen wir gleich nochmal ein. Das ganz Wichtige für uns ist natürlich, das Produkt richtet sich primär an Familien mit Kindern. Es ist also wirklich wir als Familienfreizeitpark wollen natürlich auch ein familienfreundliches Weihnachten präsentieren und deshalb haben wir uns natürlich die Aufgabe gestellt, was wünschen sich Kinder? Kinder möchten gerne mal Santa Claus sehen, haben sie ja schon in den letzten Jahren bei uns gesehen, aber der ist ja am Nordpol verortet und deshalb haben wir uns überlegt, hey, fahren wir die Kinder doch mit einem Zug zum Nordpol zu Santa Claus. Diese Experience werden Sie auch gleich einmal live erleben dürfen, aber das ist so eins unserer Highlights in diesem Jahr und ich hoffe, dass es ganz viele strahlende Kinderaugen geben wird, die das auch ganz, ganz toll finden, so wie wir großen Kinder das auch schon sehr toll finden, die es schon ausprobiert haben. Wir haben auch jetzt im 3. Jahr uns überlegt, dass es Zeit ist, einmal den Weihnachtsfilm im 4D-Kino auszutauschen und was passt besser zu amerikanischer Weihnacht als Scrooge.
Ja, es ist ein Zusammenschnitt aus den wirklich wunderschönen Filmen, auch mit der Musik. Und das werden wir dieses Jahr bei uns auch im Roxy 4D-Kino präsentieren, auch sehr familienfreundlich. Und ja, wir haben natürlich weiterhin auch die Zusammenarbeit mit Christian Fahler in diesem Jahr. Und nicht nur an Halloween, sondern auch an Weihnachten. Auch der Show haben wir ein kleines Upgrade verpasst. Neue Illusionen, neue Artistikelemente, neue Musik. Also auch das darf unser Publikum bei uns erwarten. Wir haben auch die beliebte Show am Ice Rink, also an unserer Eislauffläche am New York Plaza. Die ist auch überarbeitet worden von unserem fabelhaften Entertainment-Team. Die sind da auch immer mit ganz viel Passion, mit ganz viel Herzblut dabei. Und ich bin immer super glücklich, wenn ich da bei den Proben dabei sein darf und sehe, mit wie viel Liebe zum Detail auch die Kollegen wirklich mit auch ganz großartigen Stimmen, was sie da auf die Bühne bringen. Und ein ganz, ganz besonderes, großes Highlight erwartet Sie jetzt gleich im Anschluss. Das ist wirklich eine Eigenproduktion hier aus dem Moviepark und ich bin jetzt schon großer Fan. Ich habe sie noch nicht ganz komplett gesehen, aber das, was ich gesehen habe, war wirklich fantastisch. Ich will Sie auch gar nicht zu lange auf die Folter spannen, deshalb versuche ich mal, das hier ein bisschen zu beschleunigen, damit Sie auch eine vernünftige Show kriegen und nicht nur die One- or Two-Man-Show hier vorne. Und ja, die Gospelchor haben wir gerade gesehen. Unglaublich stolz darauf, dass das geklappt hat. Die sind natürlich an Weihnachten auch immer extrem stark schon gebucht. Aber die freien Termine, die noch verfügbar waren, die haben wir uns direkt gekascht und gegriffen und gesagt, so, was ist denn amerikanischer als ein amerikanischer Gospelchor im Moviepark zu American Christmas? Und insofern bin ich ganz, ganz dankbar, dass das geklappt hat und dass wir das auch an ausgewählten Tagen unseren Gästen präsentieren dürfen. Sie haben es ja jetzt vielleicht schon im Park gesehen, unsere Stretch-Limo, mit der man, glaube ich, ganz cool im Club vorfahren kann. Da macht man schon Eindruck und auch ganz, ganz viele neue Deko-Elemente. Noch mehr Licht, noch mehr Weihnachtskugeln, Zuckerstangen. Also wir haben ordentlich geshoppt und ich hoffe, dass auch das schon sichtbar wird. Und das ist das Schöne, wenn so ein Event wächst, ist natürlich fantastisch, dass man jedes Jahr wieder aus den Vollen schöpfen kann und das, was vorhanden war und was schön ist, noch schöner und noch größer machen kann. Und das wird auch unser Credo in den nächsten Jahren sein. Und deshalb freuen sich auch auf ganz viele neue Deko-Elemente bei uns im Park. Ja, ich glaube, das war so die großen Neuheiten. Leute, wir haben jetzt gerade die Show gesehen, wirklich sehr beeindruckend, sehr schön gemacht. Mischung aus Tanz und Akrobatik und natürlich Live-Gesang. Hier im Moviepark Germany wird live gesungen. Sehr cool, also guckt ihr euch auf jeden Fall an, sehr schön weihnachtlich. Mein Highlight trotzdem natürlich vorneweg war der Gospelchor. Wie cool ist sowas bitte? Holt's mich komplett mit ab. Und wir machen uns jetzt vom Van Helsing's Club auf den Weg zum Time Rider. Und da gibt es ja die Santa Claus Experience und das zu bestimmten Uhrzeiten und gegen einen kleinen Aufpreis. Ihr könnt sonst am restlichen Tag an den
Precision Event Tag, wie sagt man das? Ich kann kein Deutsch mehr. Ganz normal Time Riders fahren, das fällt also nicht weg. Und ich kann jetzt schon mal sagen, der Park ist unglaublich hübsch dekoriert und richtig schön. Und echt dieses bisschen drüber und kitschige, aber trotzdem sehr geschmackvoll und nicht so billig, wie es jetzt in den USA war. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Und viele spannende Fotopoints, wie diese Stretch-Limousine, die kennt ihr aus dem Park, aber so illuminiert auch nochmal richtig, richtig cool. Und ich bin jetzt gespannt, was hier hinten im Time Rider auf uns zukommt. Und ihr dürft nicht vergessen, das Event richtet sich natürlich an Familien mit Kindern. Das ist nämlich auch ein Familienfreizeitpark, der Moviepark Germany. Das auch nochmal vorneweg. Und super viel Angebot, was neben den Sachen, die jetzt neu sind und die großen Sachen, die neu sind, viele kleine Sachen, die neu sind und sonst auch Riesenangebot mit verschiedensten Sachen, die man machen kann. Das ist so viel, ich schaffe das nicht, euch das alles hier aufzuzählen. Ja, hallo, ho, ho, liebe Reisende. Der Hollywood Express steht für euch bereit. Mit dem Ziel Nordpol. Bitte alles einsteigen. Was sucht ihr hier? Ihr müsst zum Nordpol, schnell! Ich darf mitfahren, ich habe meine Fahrkarte schon abgegeben. Das ist sehr schön. So, dann bitte einmal zügig Platz nehmen. Zügig. Sorge, hier weiß gar ihr sind noch alle ein bisschen verspielt. Ja, ihr seht schon, meine Elfenkollegen sind ein bisschen verspielt heute drauf. Das kann singen. Ich habe in der Glaskugel gesehen. Für dich läuft das dies Jahr nicht so gut. Unfassbar, ihr seid Das so ist verspielt. ganz hervorragend. Schon mal, hast du Mag den Kleid mit. gesehen, Santa? Ja, habe ich gesehen. Boah. Peoples, wir haben gerade die Santa Experience gemacht und jetzt verköstigen wir mal die verschiedensten Leckereien, die es hier natürlich auch gibt. Das gehört zu so einem Weihnachtsevent, Winterevent in einem Freizeitpark definitiv dazu. Man ist ja nicht unbedingt zum Fahren von Fahrgeschäften in einem Park. Die kann man hier übrigens natürlich auch fahren, außer jetzt Wasserbahn, wollt ihr auch nicht. Und sehr lecker. Ja, wir waren jetzt hier gerade hinter mir im Time Riders und es gibt halt eine Zugfahrt zum Nordpol. Und ja, gedacht für Familien mit kleinen Kindern, dann ist es, glaube ich, ganz cool und süß. Wenn man das jetzt als Zugsimulator betrachten würde, wäre das nicht so gut. Aber danach ist Meet Santa und das ist sehr cool. Die Elfen wuseln herum und Santa Claus erwartet euch. Und dann gibt es auch noch ein gemeinsames Foto mit Santa Claus oder einem singenden Rentier. Das ist wirklich sehr süß und cool gemacht. Und auch für die kleinen Gäste ist diese Zugfahrt definitiv cool. Und ein Add-on in der Attraktion. Also das ist auf jeden Fall auch bemerkenswert. Wir probieren uns so ein bisschen durch. Das ist so ein Eierlikör, Punschdrink. Ich kann euch den weißen Glühwein mit Limoncello empfehlen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und es gibt gleich noch die Abschlussshow mit einer Überraschung am Ende. Wir sind nicht gespoilert, wenn ihr das auch nicht wollt. Ich gebe euch ein Zeichen, das ihr ausmachen sollt, wenn ihr euch dann auch überraschen lassen wollt vor Ort.
Wow, Leute. Also erstmal richtig nice Mischung aus Musik, Licht, also mit den Moving Heads, mit den Lasern, mit Sparkles, mit Flamejets und mit Feuerwerk. Ich liebe sowas. Das mag ich einfach. Wenn ihr den Kanal schon was länger kennt, wisst ihr, ich finde das gut. Und das Finale. Ihr müsst jetzt das Video beenden, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt und das hier erleben wollt. Und morgen 18 Uhr geht es weiter mit einem neuen Video. Oder ihr seid jetzt gerade schon hier oder ihr habt es schon mitbekommen, aber jetzt Cut. Und jetzt erzähle ich euch, was hier noch passiert. Und zwar ist diese Show ja vor Star Trek Operation Enterprise. Und wenn so eine Closing-Show für ein wirklich schönes Event vor einer Achterbahn stattfindet, muss diese auch mit einbezogen werden. Und das hat der Moviepark Germany gemacht. Santa Claus sitzt in der Achterbahn, in seinem Schlitten natürlich, und dreht nochmal eine finale Runde. Und der Zug steht in Flammen. Also mit ein fahrender Achterbahnzug mit Feuerwerk, das ist auch nicht normal. Und dann guckt es euch jetzt noch an und dann bin ich raus und wir sehen uns morgen wieder. Mega, ich feiere es.